Hallo zusammen. In diesem Video werde ich über PWM-Drehzahlregler sprechen. Als Beispiel habe ich zwei der einfachsten und leistungsschwächsten 10 Ampere Module genommen. Und ich werde zeigen, wofür sie benötigt werden und wie sie funktionieren. Dieses Modul hier hat keinen Namen. Einfach so eine kleine Platine für 10 Ampere. Die Betriebsspannung beträgt 8 bis 55 Volt. Und die Last bis zu 10 Ampere. Es gibt eine Sicherung, Klemmen für den Anschluss von Last- und Stromversorgung, einen Regler, ein Potentiometer mit 100 k Ohm. Und hier gibt es noch so einen Jumper. Anstelle dessen kann man einen Schalter anbringen. Das heißt, wir schließen hier einen Knopf an und können den PWM-Regler ein- und ausschalten. Standardmäßig sind einfach zwei Kontakte mit einem Jumper überbrückt, und er arbeitet ständig, sobald Strom angelegt wird. Als Beispiel werde ich jetzt einen Elektromotor anschließen. Den Motor, hier, schließen wir mit zwei Kontakten an. Und mit Hilfe dieses PWM-Reglers werden wir die Motordrehzahl regulieren. Hier haben wir keine Änderung der Polarität. Module, die eine Polaritätsumkehr haben, besitzen zusätzlich zwei Relais, die die Kontakte umschalten. Das gibt es hier nicht. Wir haben den Motor angeschlossen, und jetzt müssen wir die Stromversorgung anschließen. Plus minus, die Polarität nicht verwechseln. Die Stromversorgung wird bei mir bereits vom Netzteil geliefert. So, es funktioniert bereits. Das ist auf Maximum, jetzt stellen wir es auf Minimum. Da es hier keinen Schalter gibt. Einen Schalter kann man hier anschließen. Alles ist bereit, angeschlossen. Und wir drehen am Potentiometer. Nach und nach können wir die Drehzahl erhöhen. So, auf Maximum. Und reduzieren auf Minimum. Dies ist das einfachste Modul ohne Anzeige. 10 Ampere ist natürlich das Maximum, was an Strom angelegt werden kann. Nun, ich denke, 6 bis 7 Ampere wird er aushalten. Der Kühlkörper wird einfach heiß werden. Wenn Sie mehr wollen, dann ist es besser, ein größeres Modul zu nehmen, nicht für 20 Ampere, sondern für 40, 60 und 100 Ampere. Links dazu werde ich in der Beschreibung hinterlassen. Dies ist unser einfachstes Modell. Wie die Regulierung, hier, der Drehzahl erfolgt, werde ich jetzt erklären. Als Beispiel werden wir dieses Modul hier anschließen, es hat eine Anzeige, und ich werde erklären, wie die Regulierung erfolgt und warum. Den Motor müssen wir nicht abklemmen. Ich werde zusätzlich eine Glühbirne als Beispiel anschließen. Das heißt, nicht nur die Motordrehzahl steuern, sondern zum Beispiel auch der Helligkeit der Beleuchtung oder der Leistung, zum Beispiel eines Heizgeräts für Gleichstrom. Da dieser PWM-Controller für Gleichstrom ist, dann ist es ein Gleichstromheizgerät. Man kann auch die Leistung regeln. Die Kontakte auf diesem Modul sind beschriftet, Minus, Plus. Auf der einen Seite ist unser Ausgang und VCC und GND sind der Eingang. Das heißt, wir schließen die Glühbirne auf dieser Seite an. Und auf dieser Seite legen wir die Stromversorgung an. Wir achten auch auf die Polarität, schließen Minus an. Schließen Plus an. Das war's. Der Anschluss ist fertig. Dieses Modul heißt DMC 331. Auch für 10 Ampere, von 8 bis 55 Volt. Seine Eigenschaften sind die gleichen wie dieses hier. Ich denke, die Schaltung hier ist genau die gleiche wie bei diesem, nur anders angeordnet. Hier gibt es bereits einen Einschaltknopf. Wir drücken. Es hat sich eingeschaltet. Es piept nur. Aus irgendeinem Grund gibt es ein Piepen. Im Allgemeinen haben wir es hier bei 40%. Die Glühbirne leuchtet, und während dort ein Potentiometer war, wird es hier mit Tasten geregelt, also haben wir eine digitale Steuerung. Wir können die Helligkeit erhöhen und die Helligkeit verringern. Es wird von 0 bis 100 geregelt. Wir verringern die Helligkeit, damit es nicht blendet. 20%, 8%, 2%, es leuchtet praktisch nicht. So wird die Leistung geregelt. Wie funktioniert das? Das heißt, die Versorgungsspannung, ich habe 12 Volt angelegt. Sie ändert sich bei uns nicht. 12 Volt konstant.
Welchen Wert wir hier auch immer wählen, ob 20% oder 90%, die Spannung beträgt 12 Volt. Wenn wir 100% haben, so wie hier, haben wir die maximale Helligkeit gewählt. Dann wird die Spannung konstant angelegt. Konstante Spannung, die ganze Zeit eingeschaltet, die Glühbirne leuchtet. Wenn wir zum Beispiel 50% wählen, haben wir 50% eingestellt. Halbe Leistung. Die Glühbirne leuchtet zur Hälfte. Der Motor dreht sich auch mit halber Drehzahl. Es ist nicht mit der Drehzahl verbunden, also die Leistung. Dann haben wir Zeitintervalle. Wenn man die gesamte Einschaltzeit in Intervalle unterteilt, dann ist es bei 100% die ganze Zeit eingeschaltet, bei 50% nehmen wir ein Intervall. Sonntag. Das heißt, es wird in Impulsen angelegt. 50% der Zeit eingeschaltet, 50% ausgeschaltet und wird es mit einer bestimmten Frequenz ein- und ausgeschaltet. Die Frequenz ist so, dass es unmerklich ist, weil es sehr oft passiert. Die Arbeitsfrequenz von PWM-Reglern. Unsere PWM-Regler arbeiten mit Frequenzen von 10 bis 15 kHz. Das heißt, 15.000 Mal pro Sekunde schaltet es sich ein und aus. Dies geschieht 15.000 Mal pro Sekunde, weshalb es nicht wahrgenommen wird. Bei 50%, bei uns funktioniert es so. Wenn es 25% sind, dann werden diese Zeitintervalle in 4 Teile geteilt, das heißt, es funktioniert so. Und es verbraucht natürlich weniger Energie. Das heißt 25%. Wenn dieser Zeitraum in 4 Teile geteilt wird, dann arbeitet er mit 25%. Wenn es 10% sind, dann ist das nur ganz wenig. Es schaltet sich nur für so kurze Zeit ein. Sonntag. Die Spannung bei uns ist konstant. Das heißt, die 12 Volt Spannung ändert sich bei uns nicht. Welche Motoren können gesteuert werden? Der Motor muss unbedingt ein Kollektormotor sein, das heißt, er muss Bürsten und einen Kollektor haben. Und dann werden die Drehzahlen reguliert. Wenn wir einen Lüfter nehmen, das ist kein Kollektormotor. Hier hat der Motor seine eigene Steuerplatine. Nun, wer schon einmal Lüfter zerlegt hat, weiß, dass dort eine kleine Platine ist, die die Drehzahl steuert. Wenn wir also einen Lüfter anschließen, können wir die Drehzahl nicht steuern, weil es sich hier um einen anderen Motor handelt und sein Funktionsprinzip anders ist. Und mit PWM-Reglern kann die Drehzahl des Motors nicht reguliert werden. Das Ergebnis wird sehr schlecht sein. Erstens wird ein solches Pfeifen entstehen. Hier läuft es bei uns zu 100%. Wenn wir anfangen zu reduzieren, erscheint ein Pfeifen. Und diese Schaltung, die die Drehzahl im Lüfter steuert, wenn sie bereits vorhanden ist, wird der Lüfter selbst ein solches Pfeifen von sich geben. Daher ist es für Lüfter besser, einen solchen Regler nicht zu verwenden, sondern man kann einfach einen Spannungsregler nehmen und die Arbeit des Lüfters durch Ändern der Spannung zu regulieren. So funktionieren diese PWM Regler. Einen Link dazu hinterlasse ich in der Beschreibung. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss allerseits.